Bevor wir fertig werden mit den Sri Lanka-Videos, ist es noch Zeit, unser Fazit zu geben. Und wir beginnen gleich hier mit der Route. Wir haben uns einen Tuk-Tuk in Negombo ausgefahren und sind mit dem gleich in den Norden nach Kandy gefahren. Von dort aus nach Ella, dann in die Nähe von Yala National Park und dann sind wir den ganzen Süden abgefahren. Das war so circa die Route, für die haben wir eigentlich nur 2 Wochen gebraucht, aber haben im Süden eine Woche verlängert, damit wir den noch genießen konnten. Und von Ella sind wir nach Nurana Emilia mit dem Zug gefahren. Das war die schönste Zugstrecke, die ich auch gesehen habe. Den Norden und den Osten haben wir ausgelassen. Grund dafür war einfach die Distanz bzw. auch die Jahreszeit. Wir sind so schon 800 Kilometer gefahren und das war genug. Also man will, glaube ich, auch nicht mehr. Wenn man zwischendurch mal entspannen will und sich mal ein bisschen Freizeit gönnen will, dann ist die Strecke einfach perfekt. Also man kann sagen, mit dem Tuk-Tuk fährt man ca. 40 km/h und dann 800 Kilometer mit 40 km/h und den Lärm ist schon, das passt schon. Also man hat alles dabei, vom Berg bis das. Genau. So viel zur Route, jetzt springen wir weiter, nämlich zum Thema Transport. Ihr habt ja schon gehört, dass wir hauptsächlich mit dem Tuk-Tuk unterwegs waren. Wir haben uns eines gemietet, das hat 14 Euro am Tag gekostet. Man kann dort aber auch easy mit dem Zug fahren, kostet mega wenig, 2 Euro, 2,5 Stunden. Oder man kann sich mit dem Bus fortbewegen. Das haben wir nicht ausprobiert, die sind super crazy unterwegs, macht einem irgendwie Angst. Im vorherigen Video könnt ihr einen kurzen Ausschnitt davon sehen. Und man kann sich halt auch einen Fahrer mit dem Taxi oder Tuk-Tuk, wie man das möchte. Ist auch relativ günstig. Ich glaube, mit dem Bus und dem Zug ist man aber am günstigsten unterwegs. Aber eben, uns macht die Freiheit, selbst herumzufahren und stehen bleiben, wo man mag, einfach so viel mehr Spaß. Und ja, deshalb haben wir uns für ein eigenes Tuk-Tuk man entschieden. erlebt so viel mehr, so viel mehr. Aber es ist jedem überlassen. Essen auf Sri Lanka. Was soll man sagen? Wie jeder sagt, es ist wahnsinnig gut. Es ist viel Curry, oftmals scharf, auch in der Früh Sehr scharf. und günstig. Kommen wir zu den Unterkünften. Ein Zimmer auf Sri Lanka kostet zwischen 15 und 20 Euro. Es ist sehr, sehr einfach ausgestattet und man darf sich nicht zu viel erwarten. Möchte man gerne eine Klimaanlage haben, dann muss man immer einen Aufpreis zahlen. Wenn man sich einfach ein schöneres Zimmer leisten mag, dann zahlt man schon um die 30 Euro. Genau. Das Wichtigste von Sri Lanka ist das Surfen. Für mich. Also das Surfen auf Sri Lanka macht mega Spaß. Man kann hier mit Schildkröten surfen, das ist richtig geil. Du paddelst und dann taucht hier eine Schildkröte auf. Das macht echt Spaß, das ist so richtig friedlich. Surfbretter gibt es sehr gute auf Sri Lanka, das hat mich bewundert, zu einem günstigen Preis. Und für die Wellen ist es für jeden was dabei. Es gibt so Beginnerstrände, fortgeschrittene Strände und auch für Profis, würde ich mal sagen. Man kann da wirklich gut herumswipen. Die beste Zeit war bei uns immer in der Früh zu surfen zu gehen. Da war der Wind noch am wenigsten. Zu dieser Zeit ging natürlich jeder surfen, deswegen waren eigentlich alle Strände doch sehr crowded, was es dann recht schwer macht, eine Welle zu erwischen, weil meistens musstest du wirklich zum Peak, dass du die ganze Welle erwischt. Und ja, es war dann recht schwer aufgrund der Leute. Die beste Zeit war dann so nach dem Frühstück, also wenn alle dann von der Morning Session rausgehen, frühstücken gehen, es war dann so 10 Uhr, dann kannst du reingehen, weil dann war am wenigsten los. Zu den Gesamtkosten von Sri Lanka. Wir flogen ja von Indonesien nach Sri Lanka, deswegen hatten wir einen anderen Flugpreis. Wir zahlten 240 Euro für eine Richtung. Wir hörten, dass Österreicher einen Flug von Wien nach Sri Lanka und wieder retour für 450 Euro hatten. Ja, Flüge kosten so viel, wie sie dann eben kosten. Aber das Leben auf Sri Lanka ist ja immer gleich. Mit dem könnt ihr mehr anfangen. Wir
haben nämlich 34 Euro pro Tag ausgegeben, pro Tag und pro Person. Das sind im Gesamten 680 Euro für 23 Tage Sri Lanka. Genau. So viel hat uns Sri Lanka gekostet. Für den 7. Punkt haben wir uns was überlegt, nämlich was uns am besten gefällt und was uns gar nicht bei dieser Reise gefallen hat. Ich würde sagen, Phoenix fängt an. Was hat dir am besten gefallen? Du musst das overlesen. Also mir hat am besten gefallen, man ist so in Kontakt mit der Natur, man sieht so viele Tiere überall. Es handelt so viel um Tiere und die Landschaft ist einfach wahnsinnig schön dort. Der Untertitel wird heißen, der Kontakt mit der Natur, der hat mir am besten gefallen auf Sri Lanka. Was hat dir am wenigsten gefallen? Am wenigsten hat mir gefallen, es bettelt dich jeder, nein nicht jeder, aber du wirst sehr oft angebettelt, um ein Review auf TripAdvisor hinzugeben. Und das verfälscht einfach das ganze TripAdvisor. Dasein? Ja, da gibt es dann 200 Reviews mit 5 Sternen, weil du eben so irgendwie auf die Art aufgefordert wirst, ein Review abzugeben. Und das finde ich einfach falsch und nicht in Ordnung. Das ist einfach fake. Das hat mir echt nicht gefallen. Das hat eigentlich stinkt. No go. Und Samra, dir? Was hat dir am besten gefallen? Mir hat es am besten im Süden gefallen, einfach weil wir dort die meiste Zeit verbracht haben und sich da schon ein Heimatgefühl irgendwie so in mich geschlichen hat. Und auch von den Aktivitäten her, die man machen konnte, also eben das Surfen, Schwimmen mit Schildkröten war dabei. Man hat da einen unglaublich schönen... Was mir am wenigsten in Sri Lanka gefallen hat, war das Frühstück. Das singalesische Frühstück ist überhaupt nichts für mich. Es ist super scharf, gleich in der Früh. Wir mussten immer in ein Café wechseln, um dort gute Smoothie Bowls oder Avocado-Toast zu essen. Ja. Die waren aber geil. Die waren geil. Also war das Frühstück doch gut. Aber nur das Singalesische nicht. Genau, das sind meine Best-ofs von Sri Lanka. Gut, und dann ist Zeit, um sich zu verabschieden. Wir hoffen, euch hat das Video wieder gefallen, beziehungsweise alle Sri Lanka Videos, und konnten euch einige Eindrücke geben über dieses Land. Für uns geht es weiter zu den Philippinen. Da sind wir schon super gespannt, wie das wird. Wir sehen uns dann auf den Philippinen. Bis Ja. nächste Woche. Ciao! Ciao.